wunderschönen guten Abend wünsche ich allerseits. Herzlich willkommen zu unserem Livestream heute Abend. Ja? Und zwar geht's direkt los. Wir gehen sofort rein in die Artikel. Der, die, das. Und welcher Artikel fehlt hier in diesem Satz, in unserem Satz? Ich suche Lampe für meinen Tisch. Ich dachte eigentlich, ich hätte alle größer gemacht, aber gut, ich mache es gerne für euch größer. Ich sehe schon, das ist ein bisschen knapp hier, ja? Ich suche Lampe für meinen Tisch. Welcher bestimmte Artikel oder überhaupt Artikel kommt hier hinein? Aus der Auswahl bitte. 3 Stück haben wir zur Auswahl. Ja, Melek schreibt den kompletten Satz. Eine sehr gute weitere Lernmethode, um den Effekt zu verstärken, wenn ihr selber schreibt. Ich weiß, dass viele mit dem Handy drin sind. Von daher habe ich euch auch die Buchstaben wieder davor gemacht. Ja? Taya, du weißt es bestimmt auch. Birgi, meine Liebe. Ich suche Lampe für meinen Tisch. Wer weiß, welcher Artikel zuvor kommt, ihr Lieben? Wir schauen uns das mal an. Melek ist die Einzige? Nein, das glaube ich nicht. Nassim weiß es, Taya weiß es, Birki weiß es. Wen haben wir denn noch hier alles? Ja, genau. Meraga, du weißt es auch, oder? Meraga, weißt du es? Oder? Moment, ich muss mal ganz kurz die Chatbox aktualisieren. Es kann auch sein, dass der mich wieder ärgert. Da kommt was. Ich benutze heute mein Handy. Melek, genau. Beim Aktualisieren kam hier was rein. Ihr Lieben. Ja, genau. Ja, Taya, genau. Auch immer Handy benutzen. Gut, Taya. Ist in Ordnung? Dann möchte ich euch gerne raten. Genau. Ich suche die Lampe für meinen Tisch. Ich möchte euch gerne raten, wenn ihr hier angeben wollt, weil ihr mit dem Handy drin seid, kann ich das verstehen. Das ist nervig, wenn man darauf rumtippt und das Ding funktioniert irgendwie nur so, wie man nicht will. Und ihr einfach nur den Buchstaben A zum Beispiel jetzt hier reintippen würdet, dann möchte ich euch herzlich bitten, die Antwort auch einmal laut vor euch hin auszusprechen. Ich suche die Lampe. Antwort A ist richtig. Ich suche die Lampe für meinen Tisch. Weil die Aussprache werden wir dann später gemeinsam in unseren Stunden auch hören und auch weiter trainieren. Und dann wäre es schön, wenn das schon auf halber Strecke schon gelernt wäre. Ich suche die Lampe. Ja, genau, Akkusativ, richtig. Hier, für meinen Tisch, Taya. Sehr richtig. Jawohl, habe ich hier einmal nicht mit beigeschrieben gehabt. Hast recht, ja? Normalerweise schreibe ich das immer mit bei. Ich weiß gar nicht, ob das groß genug ist für euch, ihr Lieben. Es könnte sein, dass ich das besser so mache. Pass auf. So, ich suche die Lampe, jetzt kommt der Akkusativ, für meinen Tisch. Also für ist noch die Präposition, ist ja klar. Und dann für meinen Tisch. Dann sind wir im Akkusativ Zeit, jawohl, das ist richtig, oder im Kasus, im Fall. So sieht's aus. Also Antwort A war richtig. Ich suche die Antwort für meinen Tisch. Genau, so sieht's aus. Ihr Lieben, wer hat's richtig gehabt? Nicht so viele. Na, da haben wir einmal gehabt. Melek, meine Liebe, war richtig, ja? Ich suche die Lampe für meinen Tisch. Dann benutzt Taya immer sein Handy. Ich suche die Lampe für meinen Tisch. Modern Man, sehr schön. Ja, so will ich das. Gut. Modern Man, sehr schön. Wunderbar. Dann, Taya, ich suche eine Lampe. Jawohl, wenn ich einen unbestimmten Artikel zuvor setze, kann ich auch sagen, ich suche eine Lampe, da es ja im bestimmten Artikel im Nominativ, also in seiner Grundform die Lampe heißt. So heißt es im unbestimmten Artikel
eine Lampe, ja? So sieht's aus, genau. Das wäre dann die logische Erklärung dafür, da die bestimmten Artikel die Basis dafür sind. Bitte vergrößern Sie den Bildschirm. Der Text erscheint etwas klein. Moment. Der ist aber jetzt bei 28, ist egal, ich mache das größer, warte. Moment, alles wird gut, ich bin bei euch. Moment. Das hatten wir gestern schon mal und dann habe ich nicht hergegangen. Warte. Hey, nö, warte. Das muss ich ein bisschen rüberziehen. So. Jupp. Genau. Und dann habe ich das auf 28er Schriftgrad gemacht. Das hat gereicht. Ja, gut, ist ja nicht schlimm. 32, ich kann noch größer. Alles gut. Wir haben eine Menge hier. So, genau, 32. So kann man besser sehen, bitte, im Modern Man. Ja, das kann man jetzt besser sehen, ne? Ja. So, und die richtige Lösung ist, das ist besser, genau. So, dann machen wir das hier auch alles so richtig, damit ihr das hier auch alles sehen könnt. Zack, machen wir so auch richtig und dann passt das, okay? So, sehr schön. Dann haben wir, ich suche die Lampe oder eine Lampe für meinen Tisch. So sieht's aus, sehr gut. Also 32er Schriftgrad. So werde ich das dann auch morgen wieder vorbereiten. Oh, morgen wird toll. Ich bin begeistert. Wir schauen mal. So, meine Lieben, weiter geht es. Und auch hier genau das Gleiche. Mache ich euch sehr gerne. Moment. So. Und dann bearbeiten wir das vorher. Dann haben wir, seht ihr das? Ja, jetzt kann man sehen, mit 32 ist besser der Schriftgrad, ne? Machen wir. Gar kein Problem, ihr Lieben. Genau. So. Du Fußball. Und wir haben das Grundverb dafür. Spielen. Sean, herzlich willkommen. Sehr schön. Ich freue mich, dass du da bist. Sehr gut. Nimm mit, Sean, was geht. Bitte, bitte, bitte. Genau richtig. So. Welches ist die richtige Konjugation? Konjugation ist Umwandlung für das Verb spielen in seiner Grundform, im Infinitiv. Ja? Und wir haben den Satz, du Fußball. Ist es richtig? Du spielen Fußball. Du spiele Fußball. Du spielt Fußball. Oder du spielst Fußball. Wie sieht es aus? Oh, was ein schönes Emoji. Schon. Welches der Antworten passt hier in diesen Satz rein? Spielen, spiele, spielt oder spielst? Birki, sehr schön. Jawohl, Birki. Ganz toll. So, wir schauen mal. Genau. Lesen kann man es alles, ne? Ich mache das mal eben alles hier noch ein bisschen größer, damit ihr das, und morgen mache ich das sofort an der Größe. Dann machen wir das. Genau, so sieht es richtig aus, ihr Lieben. Und ihr habt sicherlich schon gesehen, was ich hier gemacht habe. Richtig konjugiert lautet das Verb spielen aus seiner Grundform in die richtige Form für diesen Satz. Lautet es, du spielst Fußball. So ist dann Antwort D korrekt. Ah ja, warte mal. Ja, du spielst, genau. Einmal Taya richtig, jawohl. Wen haben wir noch? Melek war vorher richtig. Melek, du spielst Fußball, richtig. Taya, du spielst Fußball. The Modern Man, du spielst Fußball. Nur noch den Punkt am Ende, Modern Man. Sehr schön, ja? Immer zumachen den Satz mit einem Punkt. Ja, Modern Man. Ganz, ganz toll, wirklich toll. Modern Man. Dann Sean, du spielst Fußball. Und der Punkt ist dahinter. Dankeschön, Sean, sehr schön. Meine liebe Birki, du spielst Fußball. Sehr schön. Dann haben wir hier, dann Sean, hallo, genau. Nassim, du spielst gut Fußball. Hast du schon mal bei einer Mannschaft gespielt? Toll. Immer weniger Fehler, ja? Nassim, sehr schön. Ja, genau so geht das. Exakt. Und schön, dass du dann immer mal hier dich auch ausprobierst und diese Antworten oder meinetwegen auch die Fragen, die du dir ausdenkst, werden immer besser. Ja, das ist toll. Du spielst gut Fußball.
Hast du schon mal bei einer Mannschaft gespielt? Das kann man durchaus so fragen, das ist in Ordnung, ja? Sehr schön. Dann, ich spiele auch gerne Fußball, ja, wenn ich Zeit habe, wenn ich Zeit habe, ja, wenn ich, bitte das Subjekt auch. Du musst ja sagen, dass du Zeit hast. Wenn Zeit habe, funktioniert nicht, da fehlt was, ja? Personalpronomen bitte mit reinpacken. Richtig so, Männer, genau. Wenn ich Zeit habe, das passt, so ist richtig. Genau. Wunderman, einfach nur den Punkt dahinter und du bist ganz weit vorne, bin ich von überzeugt. Ja, sehr schön, wirklich. So, ihr Lieben, das sieht ja schon mal sehr gut aus. Das war ja noch alles leicht, ja? Wir haben etwas gemixt. Wir müssen auch die Anfänger, oder ich möchte sehr gerne, die Anfänger mitnehmen. Wir haben neue Anfänger, ganz viele. Kann man sehen, ja? Ich glaube 796 haben wir mittlerweile. Das waren jetzt, glaube ich, wieder 10 Anfänger. Und die möchte ich auch nicht stehen lassen. Ich nehme die mit. Ich habe auch Handball gespielt. Sehr schön, Sean. Ich auch. Sehr schön. Gut, weiter geht es, ihr Lieben. Der nächste Satz lautet, welcher Artikel fehlt hier im Satz? Und ich sage nicht ein bestimmter Artikel oder ein unbestimmter Artikel. Das sage ich jetzt gerade nicht. Ich frage nur nach einem Artikel. Dann könnt ihr diesen Artikel aus der Auswahl hier nutzen, den richtigen natürlich. Sie trinkt Wasser. Wie heißt das richtige, Lieben? So wie A, sie trinkt die Wasser, oder wie B, sie trinkt das Wasser, oder sie trinkt der Wasser. Ja? Ja, Taya, exakt, tatsächlich, genau so gehört das. Melek, sehr schön. Melek, richtig, jawohl, sie trinkt das Wasser, jawohl. Taya auch, das Wasser ist richtig, exakt. Schon richtig, das Wasser, sie trinkt das Wasser. Dann Nassim schreibt, als ich jünger war mit Ü, als ich jünger war, ja Nassim, spielte ich als Torhüter. Das ist Reality. Oh, was ist Reality? Das ist die Wahrheit, das ist wahr. Das ist wahr, ne? Wolltest du sagen, Nassim, ja? Als ich jünger war, spielte ich als Torhüter. Das ist wahr. Stimmt das? Reality, würde ich sagen, ist, glaube ich, wahr, ne? Genau. Dann, das Wasser, The Modern Man, richtig. Sean schreibt nochmal komplett, sehr schön schon. Sie trinkt das Wasser. Dann Nassim, das Wasser. So sieht's aus, ihr Lieben. Ich hole für mich ein Glas Wasser. Birki, richtig, das Wasser. Sehr schön. Wahrheit, genau. Genau, Nassim, das dachte ich mir. Reality. Das ist die Wahrheit. Sehr schön. Richtig geschrieben, Nassim. Richtig. Birki, sehr schön. Das ist richtig. Sie trinkt das Wasser. Schau mal hier, Birki, das hast du auch gewusst. Ja, jetzt bist du auch bei den Fortgeschrittenen, meine Liebe. Ja, schön. Sehr schön, ihr Lieben. Das freut mich wirklich sehr. Habt ihr alle gewusst, ne? Einmal Melek, dann Taya richtig, jawohl, Sean richtig. Dann haben wir The Modern Man richtig, jawohl, Sean hat es noch einmal komplett ausgeschrieben. Sehr schön, Sean, sehr gut. Nassim, das Wasser richtig. Ich hole für mich ein Glas Wasser, Melek. Sehr schön. Alles richtig, ja, für mich. Sehr schön. Dann das Wasser von Birki ist auch richtig und die Wahrheit von Nassim zu seinem Satz noch. Richtig, meine Lieben. Wasser trinken ist gesund. Jawohl, so sieht's aus. Habe ich auch immer hier mit Zitrone. Eine frische Zitrone ist immer noch besser. Genau, Wasser trinken ist gesund. Ich habe ein Glas Wasser getrunken. So, fortgeschritten hier die Dame. Melek. Sehr schön, ja? Ganz toll, Vergangenheit. Das ist getrunken, das Wasser. So schön. Wunderbar, Melek. Das freut mich. Oh, für dich habe ich auch noch was Schönes. Ganz toll, Melek. So, wir schauen. So, das nächste, was wir jetzt haben. Alles gut, Melek. Ich meine es nur lieb. Ich finde es toll, dass du schon so weit bist,
dass du sogar schon die Vergangenheit hier mit erwähnen kannst. Ich habe ein Glas Wasser getrunken. Vergangenheit. Weg ist das Wasser. Genau. Sehr schön, Melek. Ich trinke nicht kaltes Wasser. Genau. Ich trinke nicht kaltes Wasser. Ich trinke kein kaltes Wasser. Ja, könnte man auch sagen schon. Kein kaltes Wasser. Richtig, das wäre eine Negation dazu, zu dem unbestimmten Artikel. Ein kaltes Wasser, kein kaltes Wasser. Wäre negiert, ganz einfach. Funktioniert genauso wie der unbestimmte Artikel, nur dass dann ein K davor kommt. Also einfach nur kein kaltes Wasser. Genau, sehr schön. Dann als nächstes haben wir, seht ihr schon hier oben, ne? So, welches Wort ist ein Nomen aus dieser Auswahl? Besuchen, Schubkarre, beeilen, lesen, Lampe, liegen, langsam und Waschbecken. Und wenn ihr es wisst, wäre es natürlich auch noch vor dem Verb, stimmt nicht ganz, aber ist egal, vor dem Nomen, wenn ich das kurz korrigieren darf, das stimmt nicht, da habe ich mich jetzt gerade erwischt, vor dem Nomen den richtigen Artikel gleich zuvor setzen. Melek hat schon richtig gemacht, du hast das Problem schon erkannt, ja? Habe ich heute Morgen um 7 gemacht, ihr Lieben. Ich stehe ganz früh auf. Ist egal, soll keine Ausrede sein. Ist richtig. Vor dem Nomen, da kommen die Artikel vor. Bestimmte und unbestimmte Artikel kommen nicht vor ein Verb. Ja, das war nicht richtig. So sieht's aus, ihr Lieben. Kann man das lesen übrigens? Das ist wieder alles so Mikro, ne? Moment, machen wir mal eben größer, damit ihr das alle lesen könnt. Ja, ich sehe schon Antworten hier, also einige können wahrscheinlich das noch lesen und einige nicht. Von daher jetzt aber. So, meine Lieben. Ja, kann man lesen jetzt? Ja, jetzt ist besser. Ne? So, welches Wort ist ein Nomen? Und dieses Nomen, welches ihr findet, wäre mir am liebsten, wenn ihr das gleich direkt mit dem bestimmten Artikel hier in den Chat schreibt. Ja, genau, oder so. Erstmal einfach schauen, was sind Nomen. Besuchen, Schubkarre, beeilen, lesen, Lampe, liegen, langsam, Waschbecken. Genau, jetzt schauen wir mal durch. Wir schauen mal. Ich bin gespannt. Die Lampe, das Waschbecken, die Schubkarre. Jawohl, Melek, richtig. Sehr schön. Modeman, Lampe und Waschbecken ist richtig. Becken mit CK. Ja? Lampe, Waschbecken, genau. Und Nassim, die Schubkarre gehört dabei. Lampe, die Schubkarre, das Waschbecken. So sieht's aus. Schubkarre. Habe ich eine Schubkarre hier? Warte mal, ich glaube nicht, ich weiß es gar nicht. Es ist eine kleine Schüssel, möchte ich mal sagen, die auf dem bei den Bauarbeiten brauchen, welches ein Gestell hat mit Rädern drunter, wo man zum Beispiel Bauschutt oder auch Steine reinpacken kann und die man dann so vor sich her schieben kann. Ja? Das wäre eine Schubkarre. Ich glaube nicht, muss mal eben gucken, ob ich das sehen kann hier. Moment, muss mal eben ganz kurz gucken, ihr Lieben, ob ich das hier sehen kann. Augenblick, ich bin jetzt gerade eben bei mir hier auf dem Ding drauf. Habe ich eine Schubkarre? Ich glaube, ich habe keine Schubkarre in meinen Bildern. Moment. Da ist eine Schubkarre. Ja, doch habe ich. Moment, ich füge euch eben eine Schubkarre ein. Augenblick, kommt. Wir machen. Nicht erschrecken jetzt, es tut nicht weh. Alles wird gut. So. Nein, da ist sie schon so. Hier kommt eine Schubkarre, ihr Lieben. Kommt jetzt. Achtung. So, das ist eine Schubkarre. Schön groß. Das ist eine Schubkarre. Hier tut man den Bauschutt rein oder Steine. Und dann kann man sich hier vorstellen und kann die schieben. Deswegen heißt die Schubkarre. Genau. Das ist eine Schubkarre. Genau so sieht es aus. Richtig, exakt. So.
Unsere Lösung wäre gewesen, oder habt ihr auch so geschrieben, weil ich lasse die direkt drin, die Schubkarre, für das nächste Mal, wenn wir uns damit beschäftigen sollten. So, genau. Dann könnt ihr hier sehen, die Lösung ist, Moment, so wie es Melek schreibt, die Lampe, das Waschbecken, die Schubkarre, von der Reihenfolge her ist es egal, ja. Dann haben wir Nassim, Lampe, Waschbecken, Schubkarre. Schubkarre kommt von Schieben. Schieben, Schubkarre. Ja, und da haben wir wieder dieses B mit drin. Schaut mal, was sich in der Aussprache wie ein P anhört. Schubkarre. Und ich kann es nicht anders aussprechen, weil wenn ich Schubkarre sagen würde, das passt nicht. Das wäre nicht richtig, das heißt Schubkarre. Einfach so, als wenn es ein P wäre. Das ist eine Tonlaut-Aushärtung. Habe ich auch Videos auf meinem Kanal von, über zum Beispiel G und K und T und D. Diese Buchstaben machen das auch. Ja? Dass sie härter ausgesprochen werden, als sie geschrieben werden. Das ist tatsächlich öfter in der deutschen Sprache. Exakt. So, weiter geht's. Moment. Was ist das? Was ist was, meine Liebe Birgi? Müssen wir eben gucken, wen ich jetzt hier habe noch. Dann schon ist auch richtig, die Schubkarre, die Lampe, das Waschbecken. Birgi, was ist was? Bitte schreibe mir gerne, was du möchtest, dann beantworte ich das. Ich habe die Schubkarre geschrieben, aber ich bin mir nicht sicher. Richtig, Melek, ist aber richtig, ja? Es ist richtig. Die Schubkarre, die Lampe und das Waschbecken. Exakt. Dann, wir können das benutzen vor den Verben, vor die Verben von so haben wir Nomen, richtig? Ja, und zwar, Taya, das kann ich dir bestätigen und den ganzen Spaß, den du da gerade sagst, das ist eine Substantivierung von Verben. Die habe ich zwar auch schon hier mit in den Fragen drin, die macht man normalerweise erst ab einem höheren Niveau, also ich sag mal so B1 Anfang. Ich kann also wirklich hergehen, ich mache das mal gerne, warte mal eben. Ja, ich kann also wirklich hergehen und kann sagen, fahren ist ein Verb, okay? Wenn ich das Ganze, das ist unser Verb, wenn ich das Ganze jetzt substantiviere, also ein Nomen draus mache, dann wäre es das Fahren. Wenn man das kein schreibt, Moment, dann passt es. Das Fahren, jetzt ist es ein Nomen. Das ist alles, das ist kein großer Trick. Warum man das erst ab B1 macht, muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht. Habe ich heute Morgen gerade noch gedacht. Könnte man eigentlich auch machen. Habe ich auch ein paar Fragen hier schon drin. Ich wollte euch nur nicht irgendwie da zu nahe treten. Ja, Taya, das kann man machen, richtig. Das Fahren ist für mich eine wundervolle Sache. Könnte man zum Beispiel vielleicht als Nomen nehmen. Ja, das Fahren ist für Kinder unter 15 Jahre nicht ganz so erlaubt. Zum Beispiel. Also ganz einfach. Das ist die Substantivierung von Verben. Jawohl, das geht, Taya. Das gibt es. Exakt. Ja? Hast du auch gesehen. Genau. Was meinte meine liebe Birki? Was ist das? Das hier, Birki? Das hier ist eine Schubkarre. Schau mal. Das hier ist das Bild. Schau mal das Bild. Ja? Genau. Ja, Taya, tatsächlich, ja. Ich habe, wie gesagt, ich wollte euch das heute Morgen, ich habe nur gedacht, naja, dann sollten wir es vielleicht noch nicht machen. Und es sind aber schon Fragen hier drin, die werde ich in Zukunft auch mit euch dann schon machen, weil ich glaube, die meisten können das auch schon. Und auch hier alle. Also ich sehe jetzt keinen, der nicht könnte. Ist ja auch einfach, ne? Ich habe das Verb einfach und substantiviere das Ganze, schreibe das dann als Nomen groß und packe den richtigen Artikel, im bestimmten Artikel davor und zack, habe ich es, ja? So ist es, genau. Könnte man auch mit Lesen machen, das Lesen oder mit Schwimmen, das Schwimmen macht mir Spaß. Ja, das geht grundlegend mit jedem Verb und das kann ich substantivieren. Wahrhaft. Ja. Nassim, das ist der Golf A8, ihr Lieben. Genau, so sieht es aus. Herrlich. Bitte keine Werbung hier, meine lieben Freunde. Wobei der schön ist, ne? Genau, hat einen, Achtung Melek, mal langsam, also unser Golf A8, die Schubkarre hat einen Reifen und 2 Füße. Ah ja, das sind die 2 Füße hier hinten, könnt ihr sehen, ne?
Das sind die beiden Stützen, worauf die dann abgestellt wird. Und das ist ein einziger Reif. Genau, beeilen, das beeilen, exakt. Taya, wenn du da schon mehr weißt, sehr gut, das ist richtig so, ja. Das ist genauso wie gesagt, lesen, das Essen, ist genau das Gleiche. Wenn du Essen machst, also Essen, das Essen, ist genau das Gleiche. Einfach nur substantivieren, den richtigen bestimmten Artikel davor und zack, hast du einen Nomen. Ja, damit du da auch wieder sagen kannst, das Essen hat mir geschmeckt. Ja, so ist es. Okay, ja genau. Die Schubkarre hat einen Reifen und zwei Füße, ja. Mit zwei Händen schiebt man die. Und die schiebt man vor sich her. Man schiebt sie, man stellt sich hier hinter und dann drückt man hier an diesen beiden Griffen, damit die nach vorne fährt. Hebt die ein wenig an und das Rad fährt dann mit diesem Schub von euch nach vorne. Deswegen heißt diese Karre Schubkarre. Ja, genau. Eigentlich auch ganz einfach, wie so vieles in der deutschen Sprache, was so ganz, ganz schlimm kompliziert ist. Ne? Ja, wie Substantivierung von Verben. Jeder würde denken, um Gottes Willen, was ist denn das? Wenn ich euch das sage, dass ihr das einfach nur als Verb dann macht und den bestimmten Artikel davor, als Nomen, dann ja, kann ich das morgen auch mit euch machen. Das versteht jeder sofort. Ja? Ist eigentlich gar nicht so schwer. Genau. Also, die Schubkarre, die Lampe, das Waschbecken. Beeilen, das beeilen, auch richtig. Dann die Schubkarre hat einen Reifen und zwei Füße, mit zwei Händen schieben wir die. Exakt, ihr Lieben. Und weiter geht es. Sehr schön macht ihr das. Das nächste wäre jetzt hier. Ich nehme jetzt mal ein Adjektiv, welches ich jetzt hier nur bei mir im Kopf habe. Ihr seht es nicht. Ich will es mal größer machen, damit ihr überhaupt was seht. Fällt mir gerade wieder auf. Warum? Die habe ich doch alle groß gemacht, die Sachen. Mensch. Also, genau. Wie steigert man das Adjektiv bitte groß? Nicht das Adjektiv, welches wir hier sehen, sondern das Adjektiv groß. Ja, das ist richtig. Ah ja, was habe ich hier jetzt gemacht? So, Moment. So, genau. Wir haben einmal das jeweilige Adjektiv im Positiv. Das ist erstmal die Grundform des Adjektives, dass es überhaupt sein Dasein hat, ist das Positiv. So, ganz normales Adjektiv. Die erste Steigerung wäre das Komparativ. Das ist die erste Steigerung. Und ihr seht, wenn ich das Adjektiv klein habe, dann heißt es im Komparativ kleiner. Es ist also noch kleiner in dem Fall. Und dann im Superlativ, das ist die letzte Steigerung, die man machen kann mit diesem Adjektiv, am kleinsten. Nun hätte ich ganz gerne bitte, dass ihr das Adjektiv groß einmal steigert. Bitte. Kann man das verstehen, das Wort? Ja, warte, ich schreibe es gerne auf eben. So, wir haben einmal das Wort groß, Adjektiv. Adjektive sind Eigenschaftswörter, wie etwas beschaffen ist. Ja, genau. Jawohl, Modern Man, so will ich das. Sensation, einmal, ja. Aber jetzt, Modern Man, das Adjektiv, kann man das sehen? Ja, das kann man. Groß hätte ich jetzt bitte ganz gerne. Einmal im Komparativ und dann im Superlativ. Also die beiden Steigerungsmöglichkeiten des Adjektives groß. Wie sieht's aus? Klein, kleiner, am kleinsten. Klein, kleiner, am kleinsten. So sieht's aus. Jetzt machen wir es andersrum. Groß. Ja? Genau, Melek. Jawohl. Jawohl. Genau. Sehr schön. Wer weiß es noch? Ja. Schauen, sehr schön. Wunderbar. Genau, so gehört das. So. Meine liebe Birki, weißt du es auch? Wer weiß es noch? Taya, du weißt es auch. Taya, du weißt das. Ich weiß es genau. Elsa, meine Liebe. Jawohl. Sehr schön, Elsa. Herzliche Grüße an Clarissa. Sie soll viel Spaß haben heute Abend. Sehr gut. Sie hat schon Bescheid gesagt gestern, ja, Elsa? Genau, so ist richtig, ihr Lieben. Wir machen die Steigerung von dem Adjektiv bitte, von dem Adjektiv groß, Elsa. Ja? Einmal das Positiv ist die normale Grundform, dann ins Komparativ die erste Steigerung und danach ins Superlativ. Das wäre schön. Modern Man, super. Sehr schön. Groß.
größer, Moment, das Ö, ja, so, bitte mit Umlaut machen. Dann können wir das schon einmal steigern. Sehr lieb. Genau. Und dann verwenden wir in der deutschen Sprache für die Steigerung im Superlativ vorher noch, weil danach gibt es nichts mehr. Das ist das Höchste, was man steigern kann. Am größten Taya. Sehr gut. Sehr gut, ihr Lieben. So, am größten. Und hier ist es so, dass es hier einfach mit O geschrieben wird. Vokal O wird hier verwendet. Und wir verwenden das in der ersten Steigerung im Komparativ mit dem Umlaut Ö. So ist es richtig, ja, Ö oder OE, je nach Tastatur, die ihr habt. Und am Schluss wieder größten. Ahoi, Elsa. Ahoi. Oder auch Servus. Genau, der Härchen, Elsa. So, wir schauen mal, wer weiß es? Nassim, das sieht gut aus. Wer hat es denn als erstes? Als erstes hat es Modern Man. Aber Modern Man hat die zweite Steigerung, Modern Man. Bitte, bitte mit Ö. Dann bist du sehr gut. Du bist sowieso schon klasse. Das ist einfach beeindruckend hier. Also, groß, größer, am größten. Danach gibt es nicht mehr. Ja, da muss man sich schon fast ein anderes Adjektiv ausdenken, damit man hier noch eine Steigerung. Es geht nicht mehr, ja? Ich bin größer als mein Bruder. So, mein Bruder ist groß, ich bin aber größer als mein Bruder, aber meine Schwester ist am größten. Ja, genau, so könnte man zum Beispiel hier argumentieren oder gar das Ganze ausdrücken. Ich bin ziemlich groß, aber mein Bruder ist größer, Nassim. Du hast es jetzt genauso geschrieben, sehr gut. Ich bin ziemlich groß, aber mein Bruder ist größer. Aber meine Schwester ist am größten oder ist die größte. Ah, am größten. Genau. Groß, ja, größer, am größten. Und es gibt bitte nicht am größtesten oder sowas. Ja, das gibt's nicht, okay? Am größten. Okay, habe ich alles gehört deswegen. Genau, Modern Man. Das Ö nur und du bist ganz weit vorne. Sehr schön. Ganz toll. Sensationell. So, weiter geht es in die nächste Runde. Erschreckt euch bitte nicht, wenn ich hinschreibe Konjugation oder wenn ich irgendwelche Nominativ oder irgendwelche Akkusativ, Dativ für die Anfänger hinschreibe. Das erkläre ich euch sehr gerne und ihr seht, wenn wir die Aufgabe lösen, dass ihr hinterher ganz einfach versteht, was ich möchte. Ja? Konjugation kann man so beschreiben wie eine Umwandlung eines Verbes zum Beispiel. Dieses Verb wird dann umgewandelt, damit es grammatikalisch richtig in den Satz passt. Das nennen die dann Konjugation. So, und das soll ein Anfänger alles wissen. Von daher sage ich es gerne. Okay? Gut. Achso, ich habe es auch noch hier drunter geschrieben. Seht ihr das? Ich schreibe schon immer mit dabei. Genau. Welche Konjugation von lernen passt zu ich? Also erste Person. Ich lernen, ich lernt, ich lerne, ich lernst. So, schauen wir mal. Birki, meine Liebe, bist du noch da? Mach mit, du bist richtig gut, Birki. Bitte, bitte. Nicht jetzt irgendwas anderes. Bitte, bitte, ganz schnell. Du musst mitmachen. Das ist so toll, was du machst. Ich möchte nicht, dass das abreißt, ja? Genau. Richtig, Elsa, sehr schön. Das sieht sehr gut aus. Ich lerne gerne Deutsch. Das ist schön. Das zeigt was von deiner Einstellung dazu, was du hier machst. Dann klappt das deutlich besser, Elsa. Ist tatsächlich so, ja? Ist bei mir auch so. Ich lerne sehr gerne Spanisch und von daher sauge ich alles auf wie ein Schwamm. Und das geht doppelt so schnell, als wenn ich keine Lust habe. Ja, ist so. Gut. Schauen wir mal. Ja, gerne, Elsa. Alles gut. Ich erlerne um dieselbe Fehler. Ah, okay, lese ich gleich vor. Sehr schön, das gefällt mir auch. Ja, genau. Also, meine liebe Melek schreibt, erste Person, ich, ist ja aus meiner Person raus und so muss ich dieses Wort lernen, dieses Verb lernen, umkonjugieren. Ich lerne. Und
das ist, jetzt habe ich hier das hier markiert für dich. Ich lerne ist richtig, meine liebe Melek. Antwort C ist richtig. Elsa, ich lerne, so sieht es aus. Richtig, Elsa. Sean, ich lerne, Punkt dahinter. Sehr schön, Sean. Das klappt gut. Elsa hat auch schon einen Punkt dahinter. Sean ist nur gerade ganz, ganz wichtig, damit er schön durch die Prüfung kommt. Elsa, ich lerne gerne Deutsch. Punkt. Sehr schön, Elsa. Ganz toll. Dann, du lernst. Er, sie, es lernt. Wir lernen, ihr lernt, sie lernen. Richtig. Das ist dann einmal komplett durchkonjugiert, je nach Person. Tatsächlich, ja? Sehr schön, Melek. Dann Taya, ich lerne. Richtig. Dann Modeman, ich lerne. Dann haben wir, Moment, danke, sagt sie, ich lerne, um dieselben Fehler zu vermeiden. Noch einmal ganz kurz, Nassim. Ich lerne, um dieselben Fehler zu vermeiden. Ja, dann kann man das sagen, richtig. Ja, richtig. Ich lerne, um dieselben Fehler, Fehler ist ein Nomen, wird groß geschrieben, die Fehler zu vermeiden. Der Rest stimmt wieder. Ja, hier hast du nur das Nomen etwas, naja, etwas runterdenunziert, möchte ich bald sagen, ja. Musst du mal groß schreiben, die Nomen, ja, nicht klein schreiben. Dann, Melek, wir lernen gemeinsam Deutsch, richtig. Dann schon, wir lernen, sie, er, sie, es lernt, genau, du lernst. Ich, was ist denn hier los, The Modern Man? I learn, oder was möchtest du? Okay, Liebromen. Okay, dann The Modern Man, ich lerne, ein nicht, nein. Ich lerne auch Englisch, aber ich mag Deutsch. Genau, Elsa, sehr schön. Jetzt haben wir wieder den Chat weggezogen. Eieiei. Okay, genau, Modern Man. Sehr schön, Elsa. Wer Sprachen bis ins hohe Alter lernt, es ist egal, wie alt ihr seid, und wenn ihr jetzt schon meinetwegen über 80 seid, ihr Lieben auf der YouTube-Plattform, ihr dürft auch gerne reinkommen. Auch die ältere Generation kann das genauso wie kleine Kinder. Ich bin der Meinung, dass das ein Vorurteil ist. Wenn man im Alter seinen Kopf weiterhin trainiert, ist das, als wenn ihr einen Muskel trainiert. Und ein alter Mensch kann es genauso lernen wie ein junger Mensch. Das hängt nur von seinem Talent ab und von dem Lernkonsum, welchen ihr jeden Tag einnimmt, zu euch nehmt. Richtig. Also auch die ältere Generation hier abonnieren, mitmachen und dabei sein. Das musste ich mal ganz kurz sagen, ganz wichtig. Dann haben wir hier, Sean schreibt noch was. Modern Man, alles gut bei dir. Sean schreibt, jeden anderen lernen wir mit Susa Deutsch sprechen. Achtung, jeden Abend lernen wir mit Susa Deutsch sprechen. Sprechen ist ein Verb, schreibst du bitte klein. Jeden Abend lernen wir mit Susa Deutsch sprechen. Ja? Und sprechen klein schreiben. Genau. Ja, das stimmt. Das stimmt, Elsa, das ist so genau, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich bin der Meinung, dass man da nur vielleicht falsch ansetzt und immer wieder sagt, ach, du bist ja schon 60, bist schon 80, kannst nicht mehr lernen. Doch kann man. Doch kann man jeden Tag etwas und das funktioniert ganz hervorragend. Genau. Jeden Abend schon, richtig. So sieht's aus. Jetzt geht's weiter. Ich lerne, um Nein zu sagen, wenn es mir nicht gefällt. Nassim, sehr richtig. Und auch das könnt ihr dann verwenden dafür, wenn euch etwas nicht gefällt, wenn ihr etwas reklamieren müsst, wenn ihr etwas beantragen müsst, dann ist es auch wichtig, dass man die jeweilige Landessprache dann auch spricht, um sich wehren zu können. Nichts ist schlimmer, und das kann ich euch aus meinen Erfahrungen sagen, da ich am Anfang auch ins Rathaus hier musste, wenn euch jemand anschaut und der andere nicht weiß, was du möchtest und du stehst da und hast leider nichts, was du sagen kannst, weil dir der Mund
zugeschlossen ist. Du kannst kein Spanisch oder kein Deutsch in dem Augenblick. Das ist richtig, richtig, ja, demotivierend. Mittlerweile nicht mehr, aber am Anfang war das bei mir auch so. Jeden Abend, ohne es, oh schon, entschuldige, lernen wir mit Susa die deutsche Sprache oder jeden Abend lernen wir mit Susa Deutsch sprechen. Das kannst du jetzt sagen. Ich würde auch sagen, jeden Abend lernen wir mit Susa die deutsche Sprache. Punkt, nicht weiter. Genau. Wenn, dann musst du aber auch, wenn du das so machst, musst du dem Nomen Sprache wieder seinen Nomenbegleiter mitgeben. Der muss in den Satz rein. Die deutsche Sprache. Einmal den Nomenbegleiter, der Artikel, danach das Adjektiv, welche Sprache, Eigenschaft, also das Adjektiv, und das Nomen Sprache, die deutsche Sprache. Jetzt hast du es gleich, oder? Jeden Abend, ohne es, ja, lernen wir mit Susa die deutsche Sprache. So könnte man sagen. Genau, ihr Lieben, sehr schön. Haben wir es gesehen hier? Die Antwort ist auch sehr klein, ne? Ich weiß auch nicht. Ich werde es morgen größer machen. Ich gelobe Besserung, ihr Lieben. So, weiter geht's im Text hier. So, welches Wort in diesem Satz ist ein Verb? Die Sonne, hell, und wir haben hier ein Verb in seiner Infinitivform scheinen. Was ist richtig? Die Sonne, hell, hell, die Sonne, die hell, die Sonne, Sonne hell, die Sonne scheint hell. Ja, auf so welche Fragen muss man erstmal kommen, ja? Das ist wirklich irre. Ich weiß das ungefähr 10 Minuten vorher nicht und dann schreibe ich die Frage auf. Das ist völlig verrückt. Gut, genau. Ich lerne, learn ist Englisch. Ja, ich lerne mir jeden Abend vor dem Schlafengehen eine Geschichte. Entschuldigung. Ich lese, kann das sein, dass du das meinst, Modern Man? Ich lese mir jeden Abend vor dem Schlafengehen eine Geschichte vor. Jawohl, schön, sehr schön. Ich lese. Ja, learn ist Englisch und das ist lernen. Ja, ich lese mir jeden Abend vor dem Schlafengehen eine Geschichte vor. Schöner Satz, sehr schön. Und dann hier, okay, ohne S. Richtig schon, bitte, bitte. Die Sonne scheint hell, sagt unsere liebe Elsa, und es ist richtig. Die Sonne scheint hell. Richtig, so sieht's aus. Und Melek sagt dasselbe, glaube ich, oder? Die Sonne scheint hell. Taya, die Sonne scheint hell. Richtig, schon, die Sonne scheint hell. Dann haben wir hier einmal Modern Man, Antwort 4. D ist richtig, Modern Man. Die Sonne scheint hell. Und dann haben wir schon, die Sonne scheint hell. Punkt. Sehr schön. Sehr gut schon. Sehr schön. Wir haben heute die Sonne gesucht. Ich auch hier, aber leider nicht gefunden. Auch hier in Spanien ist sie gerade nicht. Vielleicht ist sie in der Türkei. Wir haben bestimmt türkische Leute hier. Da ist sie bestimmt. Stefan, jawohl, aus Kamerun. Stefan, herzlich willkommen. Da ist er wieder. Komm, bleib dabei, mach mit und lerne noch ein wenig mehr Deutsch. Da ist der Stefan aus Kamerun. Sehr schön. Stefan, sehr schön. So, vielleicht, ja. Ich kann es mir vorstellen, die Türkei hat auch viel Sonne. So habe ich gehört. Ja, wenn wir die schon nicht mehr haben, dann kann es nur in der Türkei sein. Oder noch weiter unten. In Ägypten müssten wir mal Mukta fragen. Ja, er ist heute nicht da. Machen wir morgen. So, die Sonne scheint hell. So sieht's aus, richtig. So, Stefan, nächste Frage kommt. Du bist dabei. Sehr schön. Jetzt kommt auch noch eine schwere Frage, Stefan. Ui, ihr Lieben. Wo steht das Verb normalerweise in einem einfachen deutschen Aussagesatz? Achtung, 4 Antworten hätten wir.
Am Ende eines Satzes steht das Verb. An zweiter Position steht das Verb, normalerweise. An erster Position, normalerweise in einem einfachen deutschen Satz. Oder auch nach einem Komma steht normalerweise in einem einfachen deutschen Aussagesatz das Verb. Wer weiß, was richtig ist? Ihr wisst es alle, ich glaub's nicht, ne? Stefan, weißt du es auch? B hat er schon geschrieben. Ach, entschuldige, Stefan. Eieiei. Jawohl, meine Liebe, so geht das. Sehr schön. Birki, meine Liebe, wo bist du? Ich vermisse dich jetzt auch. Birki, komm schnell rein. Mach eben noch mit. Bitte, bitte. Genau. So, wo steht das Verb normalerweise in einem einfachen deutschen Aussagesatz? Sean, sehr schön. Auf dich habe ich auch noch gewartet. Sehr gut, Sean. Perfekt. So muss es sein. Wen haben wir noch? The Modern Man? Du weißt es auch. Ich weiß, dass du es weißt, The Modern Man. Auf jeden Fall weißt du es. Du bist auch schon sehr gescheit und auch schon sehr weit fortgeschritten. Nur noch Kleinigkeiten bei dir, ja? Auch bei dir, The Modern Man. Sehr schöne Sache. Und nur so Kleinigkeiten, so Punkt am Ende mal vergessen oder so. Mensch, das ist so gut. Toll. So, meine Lieben. Ich zeige euch das eben, was ich hier dazu geschrieben habe. Seht ihr das hier, was wir hier haben? Ihr erinnert euch an unseren Stream, wo wir darüber gesprochen haben, mit den Verben. Wo werden die platziert? Satzbau. Haben wir gemacht schon, ja, in einem Stream hier. Auch noch auf meinem Kanal verfügbar. Schaut es euch gerne noch einmal an, wer es nicht weiß. Genau. Bei einem einfachen deutschen Aussagesatz kommt normalerweise, ganz einfacher Satz, ich hätte mal gesagt 3 Wörter, der Hund bellt, Punkt. Ja, das wäre jetzt ganz einfach. Normalerweise das Verb auf die zweite Position. Hier ist die Antwort B richtig und ihr habt es alle so. Ich sehe schon. Modern Man, sehr schön. Richtig, ganz genau. An zweiter Position ist das Verb. Und das sollte euch bitte unbedingt im Kopf irgendwo bleiben. Wenn ihr nämlich einen Satz bildet und ihr packt dann erst das Objekt da rein, also wo nachgefragt wird zum Beispiel, oder erst das Personalpronomen, also das Subjekt, und ihr verdreht das Ganze ein bisschen, dann ist das nicht richtig und dann sollte euch das wirklich und wieder im Kopf bleiben, unbedingt im Kopf einhämmern, hätte ich bald gesagt. Das jetzt unbedingt merken. Das Verb kommt fast immer an die zweite Position im Satz, in einem normalen Aussagesatz in der deutschen Sprache. Ja, es gibt Fragen, wo das Verb auf die erste Position kommt. Wenn wir das zum Beispiel sagen, kommst du morgen, dann ist das auch so, dass es ein Verb ist, aber das ist in Position 1 und das wäre in einer Frage möglich. In einem normalen Aussagesatz wird es normalerweise erst einmal so gestaltet, dass ich erstmal das Personalpronomen, also das jeweilige Subjekt, ich jetzt zum Beispiel, ja, und danach kommt dann das, was ich ausführe, also das Verb. Und danach kommt das Objekt. Was mache ich? Ich spiele Ball. So, oder ich spiele Fußball, könnte man vielleicht besser sagen. Ich spiele Fußball. Das wäre jetzt ein ganz normaler Aussagesatz. Ihr könnt auch was anderes da rein. Ich trinke Kaffee, könnt ihr auch machen, ist egal. Ja, es geht nur darum, erst das Subjekt, dann das Verb und dann das Objekt. Ganz wichtig, unbedingt das hier merken. Das kleine SVO kann man sich auch merken, die Abkürzungen. Und schon hat man nicht mehr so viele Probleme. Ernsthaft nicht. Ganz ehrlich. Weil so könnte man nämlich tatsächlich direkt merken, wenn man das ausspricht, hallo, wo ist denn das Verb hin? Wieso ist das Verb denn auf dritter Position oder gar nicht oder ganz hinten im Satz? Das wäre dann für einen einfachen Aussagesatz nicht ganz richtig. Normalerweise, das ist wichtig. Ja, schon ganz wichtig, zweite Position kommt das Verb. Normalerweise, wenn das so gefragt wird, wie ich schon sagte, es ist nicht immer so. Es kann auch an erster, richtig. SVO. Genau, so sieht es aus, ja? So, wunderbar. Nächste. Mir fällt gerade ein, dass in Deutschland wird auch SVO, Straßenverkehrsordnung, so abgekürzt. Völlig verrückt, aber ja. Ich sehe es nur gerade, ja? Genau. So, nächster Satz bitte, ihr Lieben.
Moment, jetzt müssen wir mal eben gucken, wer es ja richtig hatte, ihr Lieben. Einmal Stefan richtig, jawohl. Taya richtig, an zweiter Position. Sean richtig, an zweiter Position, richtig. Elsa richtig, zweite Position. Melek auch richtig, an zweiter Position. Wird das Verb platziert in eurem einfachen Aussagesatz. Dann der Modelman an zweiter Position. Sehr schön. Objekt, Verb, Subjekt, Subjekt, Verb, Objekt. Einmal andersrum bitte. Ja? Melek? Erst das Subjekt. Erst das, was du sagen möchtest. Ich trinke Kaffee. Ja. Kaffee trinke ich. Naja, wäre jetzt ein bisschen schlechter von der Aussage her. Ja, das wäre jetzt andersrum, so wie du es geschrieben hast. Kaffee trinke ich. Ich würde jetzt eher sagen, ich trinke Kaffee. So sieht's aus. SVO. Ich spiele Fußball. Das ist richtig rum, ja? Genau. Er liest die Zeitung. Und dann ist es auch egal, ob das Subjekt am Anfang, danach das Verb und dann der bestimmte Artikel vor das Objekt, also vor das Nomen noch kommt. Das ist dann gleich. Okay? Er liest die Zeitung. Okay, Melek. Sehr schön. Dann haben wir hier, ja genau, er liest Zeitung. Er liest die Zeitung. Er liest das der Zeitung. Er liest das Zeitung. Richtig wäre es wie. Welcher Artikel gehört da rein? Welcher Artikel, bestimmt oder unbestimmt? Oh, ich habe nicht gefragt, welcher bestimmte Artikel. Ja, in der Prüfung bitte schauen. Das sind die kleinen Fallen, die Sie euch stellen. Schau immer bitte ganz genau nach, ob bestimmt oder unbestimmt da drin steht, wenn du eine Prüfung machst. Unbestimmte Artikel und du schreibst die Zeitung, das wäre schädlich. Ja, schon unbedingt. Okay? Ich habe es jetzt hier nicht eingegrenzt. Könnt ihr also beides machen. Ist mir, ich hätte bald gesagt, egal. Und ich habe hierfür, er liest die Zeitung. Ist das groß genug? Kann man das sehen? Wieder so klein, ne, ihr Lieben? So, kann man besser sehen. Genau, da wäre dann die Antwort A richtig. So sieht's aus. Jawohl, du machst das schon. Ich mache mir da immer weniger Gedanken. Jawohl, so sieht's aus. Also, er liest die Zeitung. So sieht's aus. Warte, noch größer könnte. Das ist alles viel zu klein. Mache ich euch demnächst in Zukunft immer auf 32, ist auch lieber. Passt, geht. So kann man es besser sehen. Ne? Das ist ein bisschen klein hier, ihr Lieben. Genau, so. Und das auch am besten, damit man das alles genau sehen kann. Genau. Was die Software hergibt, kann ich euch gerne anbieten. Mukta, da ist er wieder. Jawohl, herzlich willkommen, Mukta. So, da ist die Sonne wahrscheinlich, denke ich mir. Bei ihm im Land ist die. So. Er liest die Zeitung, Stefan. Richtig, sehr schön. Das freut mich. Er liest die Zeitung. Seht ihr hier? So sieht's aus. Genau. Genau, habt ihr gut gemacht. Ihr habt alles an zweiter Position. Das war das. Ich spiele Fußball, SV, dann mal hier. Er liest die Zeitung. Melek richtig. Das Ende des Wortes ist also die. Richtig, Elsa, die Wörter Heit und Keit und Schaft werden, also diese Wörter, die so beendet werden, mit dieser Endung Heit und Keit und Schaft, dafür kommt der bestimmte Artikel die davor. Genau, so sieht's aus. Und weiter geht es. Ja, Mukta, sehr schön, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, für die Verspätung, ich weiß. Mukta, du bist, glaube ich, auch in Ägypten, ist richtig, ne? Das war Ägypten. Das ist, glaube ich, eine andere Zeitzone. Da musst du mal schauen, weil die Zeitzone könnte jetzt hier Verspätung. Genau, ich verstehe, was du sagst oder schreibst. Genau. In Ägypten haben wir, glaube ich, eine andere Uhrzeit. Ist das richtig? Ja, ne? Ich meine ja. So, einen haben wir noch. Einen machen wir bitte, bitte noch. Unbedingt. Und ich hoffe, hier kommt noch etwas Schönes für euch. Ja. Welche konjugierte, also umgewandelte Artikel fehlt hier in unserem Satz? Wir fahren mit Auto. Mit das Auto? Wir fahren mit den Auto? Wir fahren mit der Auto? Wir
fahren mit des Auto. Wir fahren mit dem Auto. Toll, ne? Wie man das direkt hören kann, welcher Fall das ist. Dann, wir fahren mit der Auto. Ja, Mukta, sehr schön. Du auch. Das kann ich euch auch nicht mehr falsch sagen, ja? Sehr schön. Das hört man schon, oder, ihr Lieben? Das geht gar nicht mehr. Schaut mal, was ich hier einfach gebaut habe, ja? Wir fahren mit. Das Auto ist ganz einfach der Artikel im Nominativ. Jawohl. Dann haben wir fahren mit dem Auto, funktioniert hier gerade nicht. Ja, das ist Akkusativ, sehr schön. Dann haben wir den Artikel der Nominativ Grundform, passt nicht, gar nicht. Dann haben wir Genitiv, den Genitivfall passt auch nicht, weil hier schon das S fehlt. Genau. Dem ist der richtige Dativ, Elsa, richtig. Und auch Talia hat es auch richtig direkt gesehen, genau. Sehr schön, ihr Lieben. Mukta hat es auch sofort gesehen. Wir fangen oben an. Moment, ich muss schauen, das ist cool. Sehr schön. Schon mit dem Auto, Dativ, sehr schön. Mit dem Auto, Elsa, genau. Und die Präposition mit verlangt schon den Dativ. So sieht's aus. Dann wir fahren mit dem Auto, Melek richtig, jawohl, Modern mit dem Auto, Dativ. So sieht's aus. Mukta, wir fahren mit dem Auto, umkonjugiert, richtig. Wir fahren mit dem Auto schon, sehr schön, mit dem Punkt dahinter, sensationell. Sehr schön, mit dem Auto, Dativ, Taja, jawohl, richtig, Elsa, das Auto, Dativ, also dem Auto. Danke für die Erklärung, das ist exakt richtig, was Elsa schreibt. Bestimmte Artikel, Nominativ, das Auto, wird in diesem Satz hier zu Dativ, also dem Auto. Dann, the Modern Man, wir fahren mit dem Auto. Richtig. Melek, das Auto, dem Auto. Jawohl. Was heißt sondern? Nassim, was möchtest du sagen? Sondern? Wir schauen gleich mal. Wir fahren mit dem Auto, weil es schnell und bequem ist. Nicht ein Fehler schauen, so musst du das machen. Sehr schön. Sehr schön. Ja? So bitte weitermachen. Sensationell. Du bist klasse. Du schaffst die Prüfung ganz einfach. Gott, B1, das schaffst du. Genau. So, Nassim, wir fahren mit dem Auto. Schon mal richtig, Nassim? Da es nicht nur schnell ist, sondern auch bequem ist. Ja, wenn man das ist, dann ganz am Ende hinpackt. Ja, Moment, ich lese es nochmal. Wir fahren mit dem Auto, da es nicht nur schnell, sondern auch bequem ist. Ja, könnte man machen. Nach schnell kommt bitte noch ein Komma rein, ein Satzzeichen, Komma bitte. Und dann kannst du das so lassen. Und ein Punkt am Ende von deinem Satz. Dann haben wir Stefan. Wir, ohne E, ja, fahren mit dem Auto. Schau mal, Stefan, das ist wahrscheinlich auch nur durch die Schreiberei mit dem Handy. Genau. Ja, richtig, ne, Stefan? Wolltest wir schreiben, ja? Das kann passieren, wenn man mit dem Handy schreibt. So, hier ist einmal noch das, was ihr eigentlich schon aufgelöst habt, aber ich habe es dann mal auch aufgeschrieben. Antwort E ist hier richtig. Wir fahren mit dem Auto. Fall, Dativ oder auch Kasus heißt es auch. Ja? Wenn euch einer fragt, wie heißt der Kasus dazu, dann könnt ihr wissen, aha, das ist der Fall, den wir gerade meinen. Sehr gerne, ihr Lieben. Ja, ich weiß, ihr müsst jetzt gleich wieder raus. Was haben wir hier noch? Sean schreibt, wir fahren entweder mit dem Auto oder mit dem Zug. So ist richtig, Sean. Bitte, bitte, sehr schön schreibst du. Sehr gut, das gefällt mir gut. Wir essen jetzt Abend, jawohl. Die meisten müssen gleich um 8:30 auch noch zu einem Termin. Und deswegen sage ich euch mal, eine gute Nacht. Vielen Dank für euer zahlreiches Erscheinen. Das freut mich jeden Abend unglaublich. Sehr, 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 sehr unglaublich. Ich kann es gar nicht ausdrücken. Ja, ihr Lieben. Elsa, liebe Grüße an Clarissa. Soll schön Party machen. Sie ist jung, soll sie machen. Ja?
Einen schönen Abend wünsche ich euch, meine Lieben. Bis morgen Abend, 19 Uhr. Wir beginnen jeden Abend unseren Livestream um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Also wenn in Deutschland oder auch in Spanien, in der EU 7 Uhr oder 19 Uhr ist, ja? Genau, Mutter. Dir auch eine gute Nacht, ihr Lieben. Melek, Elsa, sehr gerne. Morgen geht's wieder weiter. Morgen habe ich noch mal eine tolle Idee. Ich muss noch mal gucken, wie ich die umsetze. Aber morgen habe ich auch noch mal was Neues für euch. Und dann schauen wir, wie es weitergeht, ihr Lieben. Ihr lernt das hier auf jeden Fall. Ja? Macht's gut, ihr Lieben. Eine gute Nacht. Habt eine gute Nacht. Bis morgen. Schlaft gut. Auf Wiedersehen.